Der beste Freund des Menschen ist der Hund. Viele von uns haben den Vierbeiner zu Hause rumlaufen und machen sicher das ein oder andere Mal ein Foto von ihm. Wir haben eine tolle Serie mit Elke Vogelsang zu dem Thema Hundefotografie gedreht, die ich euch heute vorstellen will. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian von FotoTV und wir zeigen euch heute tolle Tipps zum Thema Hundefotografie. Unter dem Namen Wieselblitz ist Elke Vogelsang als professionelle Hundefotografin tätig und wir haben mit ihr einen 9-teiligen Kurs zum Thema Hundefotografie gedreht, in dem sie uns Rede und Antwort steht und auch die Vierbeiner nicht zu kurz kommen. Im ersten Ausschnitt geht es um die Bildschärfe und den Hintergrund. Wie setze ich meinen Hund richtig vor dem richtigen Hintergrund oder auch dem falschen Hintergrund in Szene und was bedeutet der Hintergrund für ein Tierfoto? Heute geht es ums Thema Hintergrund. Schaut euch mal ein Hundebild an. Da nimmt der Hintergrund ganz schön viel Fläche ein. Also ist der auch super wichtig und wir müssen zusehen, dass wir den schön gestalten und dass der nicht stört und dass der Hund sich wunderbar davor abhebt. Wie kann man den jetzt gestalten? Zum Beispiel durch Unschärfe. Wenn wir das Motiv scharf abbilden und den Hintergrund schön unscharf, dann hebt sich unser Motiv schön vom Hintergrund ab und den Hintergrund bekommen wir unscharf, indem wir zum Beispiel eine lange Brennweite nutzen. Schön sind zum Beispiel 200 mm, aber auch 100 mm, wenn ihr die zur Verfügung habt, ist schon eine schöne Brennweite für ein Hundeporträt. Zusätzlich nutze ich noch eine große Blendenöffnung, um den Hintergrund schön unscharf zu gestalten. Das ist zum Beispiel eine Blende von 2,8. Manche Objektive unterstützen auch größere Blenden noch, wie zum Beispiel 2 oder 1,4. Das sind tolle Blenden, um schöne Porträts vor unscharfem Hintergrund zu bekommen. Hat man jetzt nicht unbedingt das allerlängste Tele oder eine allzu große Blendenöffnung zur Verfügung, dann kann man immer noch versuchen, ein bisschen was unscharf zu gestalten, indem man einen großen Abstand zum Hintergrund wählt und einen kurzen Abstand zum Hund. Je unschärfer der Hintergrund wird, desto einheitlicher wird die Fläche, auch in der Farbe. Und desto mehr hebt sich unser Motiv ab und desto weniger störende Elemente gibt es im Hintergrund. Und irgendwann, wenn der Hintergrund so richtig schön unscharf ist, ist es eigentlich nur noch eine einheitliche Fläche. Und das empfinden wir als besonders angenehm, als besonders hervorhebend für unser Motiv. Und dahin wollen wir kommen. Im Studio haben wir alle Möglichkeiten, Farben zu gestalten. Ich habe verschiedene Hintergrundpappen für mein Studio und die kann ich immer auswählen. Je nach Fellfarbe kann ich da mit Komplementärkontrast arbeiten oder zuweilen auch Ton in Ton. Dazu werden wir auch noch kommen. Aber hier seht ihr zum Beispiel ein Bild, wo ich im Hintergrund die Farbe der Pappe nach der Fellfarbe ausgesucht habe. Im Studio nutze ich die Hintergrundfarben auch zur Gestaltung meines Bildes insofern, als dass ich ganz gerne lustige Bilder vor bunten Farben mache und die mehr eleganteren Bilder vor dunkel, wie zum Beispiel hier dunkelblau oder auch schwarz. Die Aufmerksamkeitsspanne von Tieren ist nicht besonders hoch. Daher gilt es, das Tier immer wieder zu motivieren. Dafür greift Elke Vogelsang in ihre Trickkiste und hat einige ganz besondere Spielzeuge, mit denen sie die lustigen Vierbeiner zu beschäftigen weiß. Zumeist wollen wir, dass der Hund intelligent und aufgeweckt in die Kamera schaut und der Hund selber hat kein wirklich Interesse daran, in dieses Objektiv zu schauen. Und wenn wir da nur sitzen mit unserer Kamera und die Kamera auf ihn halten, dann kann das für ihn ziemlich langweilig sein. Wir müssen also irgendwie erreichen, dass dieser Hund schlau und intelligent und interessiert schaut. Und da möchte ich euch ein bisschen was vorstellen. Ich beginne immer erstmal mit ein paar Wörtern, die der Hund spannend findet. Also ich nutze Geräusche, um den Hund zu motivieren, in die Kamera zu schauen und eventuell sogar einen niedlichen Schrägleger des Kopfes zu zeigen. Und da habe ich diverse Vorgehensweisen. Ich beginne aber immer erstmal auf einem ganz niedrigen Niveau. Ich spreche ganz leise mit dem Hund zum Beispiel. Welpen zum Beispiel sind durch ganz leichte Sachen schon zu beeindrucken. Hier seht ihr zum Beispiel ein Bild, wo ich diesen 12 Wochen alten Welpen dazu bekommen habe, so schön den Kopf schräg zu legen, indem ich einfach nur ganz leise geflüstert habe und der Hund mir aufmerksam zugehört hat. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem Hund. Gerade ältere Hunde zum Beispiel, bei denen muss man schon tiefer in die Trickkiste greifen. Und für solche Fälle habe ich lauter Geräuschmacher, wie zum Beispiel diesen hier. Klappt super. Sie ist schon alles Mögliche gewöhnt. Für sie brauche ich noch
ganz andere Dinge, die sie spannend findet. Sie kennt diese ganzen Geräuschmacher von mir schon. Das ist mehr für meine Kundenhunde, die jetzt das noch nicht kennen. Da habe ich zum Beispiel sowas wie eine Jagdpfeife. Mal sehen, ob sie das noch spannend findet jetzt. Ah, da haben wir den Blick, den aufgeweckten Blick. Dann habe ich zum Beispiel diesen ganz ausgefeilten Stab, der so ein Geräusch macht. Den kennt sie schon, den findet sie jetzt nicht ganz so spannend, aber so manch Hund findet das super spannend. So ganz einfache Sachen gibt es auch zu kaufen, wie zum Beispiel hier dieses Kazoo heißt das. Das gibt es für einen Groschen im Laden. Sie reagiert jetzt nicht mehr unbedingt auf alles. Jedenfalls findet sie diese Sachen hier jetzt nicht so interessant. Aber man kann bei manchem Hund da wirklich einen schiefen Kopf provozieren und einen intelligenten Gesichtsausdruck. Wenn ihr euch mehr über Fotografie informieren wollt, dann schaut doch mal auf fototv.de vorbei. Dort findet ihr über 3.500 Filme rund um das Thema Fotografie. Nicht nur die Hundefotografie, sondern auch jedes andere Themenfeld in der Fotografie wird abgedeckt. Registriert euch auf der Seite, abonniert den Newsletter und wir schenken euch 5 Credits, mit denen ihr die ersten 5 Filme, zum Beispiel von dieser Reihe, direkt schauen könnt. Kommen wir zum dritten Einspieler. Hier geht es um das Thema Beschränkung. Nicht jeder hat eine professionelle Kamera zu Hause. Vielleicht hat man auch gerade einfach nur sein Handy dabei. Man kann seine Kreativität einfach dadurch steigern, dass man sich in seiner Arbeitsweise einschränkt. Und das zeigt euch Elke in diesem Ausschnitt. Ich schwöre darauf, dass man sich in seinen Mitteln beschränkt, um kreativer zu sein. Wenn du das einfachste Equipment nimmst und damit versuchst, Fotos zu machen, dann wirst du automatisch dir Gedanken darüber machen, wie du dieses Bild gestalten kannst, trotz dieser Beschränkungen, die du dir eventuell selber auferlegst, um kreativer zu sein. Ich wollte nicht mehr meine schwere Spiegelreflexkamera mit mir rumschleppen und ich habe mir dann eine ganz einfache kleine Kamera gekauft, die nicht so viel konnte wie meine Spiegelreflex. Und erst war ich so ein bisschen enttäuscht und dachte, oh Mensch, ja, wie willst du jetzt damit tolle Fotos machen? Aber genau diese Beschränkung war es, die mich dazu gebracht hat, spannendere Fotos zu machen, mehr Gedanken darüber mir zu machen, wie ich mit diesen Beschränkungen trotzdem zu tollen Ergebnissen kommen kann. Hier ein Beispiel. Diese Kamera bot mir den Telebereich nicht, den ich so gewohnt war, und deshalb musste ich jetzt mal versuchen, im Weitwinkelbereich was auszuprobieren. Eine weitere Idee, sich selber zu beschränken, ist vielleicht einfach mal die Brennweite zu nehmen, die einem selber am wenigsten liegt. Wie zum Beispiel bei mir war das früher die 50 mm. Mit denen konnte ich nicht viel anfangen und irgendwie wusste ich nicht genau, wie man da spannende Bilder draus machen kann. Es ist weder Weitwinkel noch ist es Tele. Und dann habe ich eine Weile lang nur ein 50 mm Objektiv genommen. Und diese Einschränkung war wieder für mich eine richtige Bereicherung und hat mich zu mehr Ideen geführt und zu einer besseren Bildgestaltung vor allen Dingen auch. Beschränkung kann auch bedeuten, dass man sich zum Beispiel nur um ein Motiv kümmert und das versucht, immer wieder zu fotografieren, immer wieder neu auszuloten. Das Motiv kann jetzt ganz allgemein einfach nur Hunde sein erstmal, dass man sich nur mit Hunden beschäftigt. Aber es kann natürlich noch weitergehen, dass man tatsächlich immer den gleichen Hund fotografiert und dadurch immer mehr diesen Hund kennenlernt. Ich habe halt diese 3 Hunde, mit denen ich mich immer wieder beschäftige, die immer wieder fotografiert werden von mir und die ich dadurch immer besser kennenlerne. Dadurch merke ich immer mehr, was kann ich mit welchem Hund machen, mit welchem Hund nicht, wie lerne ich dazu, den Hund zu motivieren und immer wieder auf neue Gedanken, Ideen zu kommen mit einem und demselben Hund oder in meinem Fall 3 Hunden. Ein toller Kurs, nicht nur für Hundeliebhaber, sondern auch für jeden anderen, der ein Tier besitzt zu Hause, sei es eine Katze, ein Vogel, ein Hamster. Das sind Tipps, die kann man mit jedem Tier umsetzen. Ein kurzer Reminder, wenn euch solche Tipps gefallen, dann schaut doch mal auf fototv.de vorbei, registriert euch und abonniert den Newsletter. 5 Credits schenken wir euch, mit denen ihr direkt losgucken könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der Videos in Zukunft mehr verpasst. Liked das Video, schreibt fleißig in die Kommentare, damit wir wissen, ob euch diese Videos gefallen und was wir in Zukunft für euch für Kurse präsentieren sollen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.